So. Was gibt es sonst noch für interessante Leute? Gin Parks. The Asian woman's expression reads open for business, but her demeanor reads dealer rather than companion. She has a jack on her neck, a gun on her hip, and a chip on her shoulder. She eyes you with a sneer. You look like you could use some firepower. Something simple. I got guns so smart they practically fire themselves. You looking for tech? Get some of that too. If that's the way you roll. Na klar, schauen wir uns mal an, was sie anzubieten hat. Die haben wir jetzt. Die AK-97. Fehlt mir mal Waffen. Okay. Zimmerbombs, Tech, Drones. Nee. Also nichts, was uns jetzt was es besser machen würde. Reden wir mal mit ihm hier. Mr. Clue. Posted at the doorway to the VIP section is a tower of a troll muscle. The tower of troll muscle wrapped in an impossibly tailored suit. Whether the product of good genes or expensive aftermarket cosmetic work, the troll's gleaming horse perfectly framed his face, and his polished tusks and goatee accentuate the set of a lantern jaw. Welcome. Please behave yourself. Funny place for the architect to put a wall. Erstmal nicht. Nothing is thrown usually can't solve. Was hast du hier vor? Wir kümmern uns Sam Watts. Heard about that. Real shame what happened to him. Ich habe gehört, Sam war der Typ, der öfters mal rausgeschmissen werden sollte. Sam was a drunk, but he usually wasn't a violent one. Und in der Nacht, als er gestorben ist, he was a bit agitated. Didn't catch the specifics. Might have been a woman. Thought I was going to have to show him out, but I had to deal with a couple of rival go-gangers posturing for one of the working girls upstairs. Jake helped Sam out instead. Danke für die Info. Kein Problem. Ja, danke. Johnny Clean, Luke, Mrs. Kubota. Mrs. Kubota watches you cross the room, sizing you up as you approach. As you get closer, you can see she's of mixed race, African and Japanese. Her demeanor says, "This is my house. Mess with it at your peril," but her eyes twinkle with a playful light when she speaks. Konbanwa, good evening. My, but aren't you the pretty elf? Are you enjoying the Seamstresses Union? There should be plenty for a woman like you to enjoy. Or is this business? Geschäftlich. I suspected as much when you walked in, oh my. What business do you have with me? Of course your knowledge is power, eh? Was wurde mir gesagt? Soka, and why should I help you? Ich suche nach dem Killer von Sam Watts und das ist ja immerhin der Ripper. Und ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich denke mal, dass die Suche nach dem Ripper doch von großer Priorität für alle hier sein sollte, also sollten die uns besser helfen. Oder was meint ihr? Nixe, Keksi, Venom? Das ist doch eine ganz wichtige Angelegenheit. Ah, so you are the little insurance policy he would go on about when he was drunk. This arranging angel who would strike back from him from beyond the grave. What do you want to know? Wie gut hast du Sam gekannt? I knew him. We all did. Sam was a regular here. Whenever he could beg or borrow enough nuyen to
come altered in some way. Drugs, chips, alcohol. It didn't matter to Sam, as long as he was bent. He was always looking for his next fix. He clung to this place like it was his lifeline, and he treated him as part of the family. Even if none of us truly liked him, except Coyote. Hast du Sam in der Nacht seines Todes gesehen? He was here, quite inebriated, as he often was. Coyote was working bar that night, and she informed me that Sam was getting rowdy and belligerent with other customers. When I requested he leave, he refused. My bouncer, Mr. Clue, was off dealing with another issue, so I requested that Jake escort Sam out the back door to the alley. That was the last I saw of either of them. Okay, und wie ist der Name so? Die laden Seamstress Näherin-Gewerkschaft. Schon komischer Name für einen Laden wie diesen. Und eine Bar und anderes. During the gold rush years, there was a census, and the politicians wanted as high number as possible to gain power and revenue. To bolster their numbers, they decided to include all the working girls, of which there were many, to the rolls. However, given the times, they could not list the girls' true occupation, so they entered them all as seamstresses. Ah, yeah. When a girl accumulated enough money to open her own place of business, she named it the Seamstresses Union, so that potential workers would know that they would be treated fairly here. And thus a rich tradition was born. Also du auch? No. Perhaps when we know each other more, we'll reveal more about myself. For now, enjoy the Union. Ja, eine Frage hätte ich aber noch. Wo finde ich Coyote? Would that I could. I haven't seen her in 2 days. She's a smart woman and quite dangerous, but I fear for her. Wenn sie gefährlich und schlau ist. Warum dann? Please, if you are what I think you are, you know, there's always someone more dangerous. Das ist allerdings richtig. Es gibt immer jemanden, der besser und gefährlich ist als du. Jemand, der schlauer ist, stärker, besser connected. In irgendeiner Form überlegen. Her room is upstairs. If you're looking for her, I invite you to examine it. You may be able to uncover her whereabouts. I would not normally betray her privacy in this way, but she's missed 2 shifts now and cannot be reached on her comm. It's unlike her. If something has happened, I will not have an action on my conscience. Here's the key. Na gut. Dann einmal hoch gestiegen. Schauen wir uns mal das Apartment an. Okay, das ist nicht ihrs, glaube ich, aber wir haben Decking 2, Hack the Panel. Und Sesam, öffne dich. Ein riesen Teddy. The stuffed bear seems to be hiding something. Okay, und was birgt er? Nitro. Okay, auch wenn ich es vielleicht nicht brauchen kann oder wenden will, kann ich es doch immer noch verkaufen. Nächste Tür. Hier ist absolut gar nichts von Interesse. Dann ist es wohl das hier. Jo, ich glaube, das ist Coyotes Raum. Hier ist mal ein Haufen... Keine Ahnung. Ah, ihre Klamotten. Hier sind nur ihre Klamotten. Dann haben wir hier ein Poster von Chicago. Das ist jetzt auch nicht sehr viel. Nö. Eine Glotze. Fernsehkastel. Actionfilme und Kippen. Das findet sich hier auf dem Bett. Ein Tagebuch. Es hat mehrere Lesezeichen. Na dann schauen wir mal zum ersten. Rezept steckt zwischen den Seiten und ein Eintrag. Der Quittung für eine Browning Max Power Pistole von Chin Park.
Receipt for Browning Max Power Pistol from Jim Park downstairs with a note saying how big guns on hot woman turn her on. Das klingt irgendwie nach ihr, nach dem Eindruck, den ich von ihr hatte. Und was hat sie da reingeschrieben? I came back from my shift to find 4 of Packer's goons sleeping on our apartment floor. It's getting fragging ridiculous. I want to be with him, with the real Paco. But this cutter drag keeps messing everything up. I love him, but he's totally different with the gang. It's how I make cash, baby, he always says. I try to tell him he doesn't need the cash. I can support us both with what I make in the Seamstresses Union, but he still goes on these runs. With these bosses all over my floor. I feel he's just seeing how far he can push me before I kick him out. I try to be patient, but why does it have all to be one way? Okay, sie liebt diesen Typen namens Paco, aber es ist wohl etwas problematisch. Er ist in einer Gang und sie mag das nicht. Zweite Lesezeichen. Ein handgeschriebenes Gedicht. Sometimes it seems like Paco reads my mind or my diary. Maybe he does the latter. I wouldn't be surprised. Hi, Paco. Ever since last week, he hasn't mentioned the cutters once. He leaves the apartment with a "see you in a few hours, babe," and returns later without comment. I don't know if he's really going to help for us to avoid the subject. No, was? If it's really going to help for us to avoid the subject in the conversation completely. So er weicht aus. Er weicht dem Thema aus. But I have felt better without our constant arguing about it. Wir streiten uns nicht mehr drüber. Und das Gedicht. Belasten wir es dabei, dass Paco lieber bei Waffen und Motorrädern bleiben sollte und Gedicht und Dichterei zu anderen überlassen sollte. Ah ja, sie haben es nicht mal reingeschrieben hier. Sehr nice. Was haben wir noch? Noch ein Receipt. Was ist a COD receipt for a special order, 5 pounds of zebra meat from Morris Meat Emporium, located near Pike Place Market. 5 Pfund Zebrafleisch. Naja. Manche mögen es wohl gern fancy. Und was mit dem Bild? The picture shows a young girl with caramel skin and dark brown hair. She has a snake wrapped around her arm, yet she is smiling. The back of the photograph has shadows scrawled on it. Junges Mädchen mit cremefarbener Haut. Das bringt uns jetzt im Moment nicht allzu sehr weiter. Aber wir haben noch eine Stelle. Ein Wandsafe. Kombination 3, 4, 2, 4, 3, 6. Okay. Versteckt hinter dem Spiegel. Schauen wir mal, was uns der Safe enthüllt. Eine Granate. Ja gut, das würde man auf jeden Fall in einem Safe aufbewahren. Nicht irgendwo anders rumliegen lassen. Außer man braucht die Granate dringend. Dann will man nicht erst den Code eingeben wollen müssen. So, dann bleibt noch ihr PC. Coyote's computer is ancient, probably fished it out of a junkyard. It doesn't even have a data check, and the cracked display is covered with fingerprints. Tapping the keyboard causes the dust-caked fans to spin up, only to display on screen password. Without the password, the only other button on screen is password recovery. Okay, wenn ich Decking 3 hätte, könnte ich Password Recovery, Passwort cracken. Aber wir haben nicht Decking 3 und wir haben auch nur ein Level 1 Deck. Password Recovery. So. Hier keine Hey,
Auf Anhieb alle 3 richtig, nice. Ich habe da nicht einmal komplett aufgepasst bei den Sachen. Das ist schön. Neues Passwort. Schauen wir in den Kalender. Der Kalender, er sagt, vor 3 Tagen. Treffen mit Delilah über einen Gig. Heute Paco auf ein Date. Ein Pike Place Market in 30 Minuten. Okay, mehr ist hier nicht. Kontakte. Ist nur Paco drin. Und keine Kontaktdaten in irgendeiner nützlichen Form. This does not seem like a very useful list of contacts. Ich stimme zu. Ich stimme sehr zu. Das ist keine nützliche Kontaktliste. Access History. A quick search of the recent searches shows the Coyote has been reading a great deal about hellhounds. It suggests more than a casual interest in vintage action figures. Ist jetzt auch nicht unbedingt etwas von großartiger Bedeutung. Hier mit dem Boden. Irgendwas ist mit dem Boden, aber es ist wohl nicht von Interesse hier an dieser Stelle. Naja, gehen wir mal zurück zu Miss Kubota und berichten ihr, was wir gefunden haben. Dann sie ist hier. How can I help you? Kennst du Paco? He's a ganger, a member of the Cutters. He's a good kid in the nasty line of work. I warned Coyote against getting too attached to that type. They don't live long. Was ist mit Morris Meat Emporium? No, I'm a vegetarian. Okay, dann kennt sie sich nicht mit dem Mord aus, ganz klar. Jim Parks hat Coyote eine Kanone verkauft. I'd be more surprised if she hadn't. Bouncers can deal with most of the troublemakers, but around here you need a gun just to take trash out to the dumpster. Und Coyote hatte ein Date mit Paco im Pike Place Market in der nächsten halben Stunde. Dann sollten wir uns wohl dorthin auf den Weg machen, und zwar zügig. Und Paco wird dort sein, aber Coyote eher unwahrscheinlich.